Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Teil 4 müssten wir inzwischen sein. Über den Fall ist mir einfach gar nichts mehr bekannt. Ich weiß gar nichts mehr darüber. Darum lasst uns einfach kurz reingucken. Das Blutbad hatten wir als letztes gehabt. Und somit sind wir jetzt bei die Affäre Abbey Grange. Ja, das müsste Grange heißen. Ja, lass uns nicht lange warten. Wir starten einfach direkt rein und schauen, was sich dahinter verbirgt. The game's afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. Okay. Da hat Sherlock Holmes... I've just received a note from Inspector Lestrade. A sagen. letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Was? Ich weiß gerade noch gar nicht, was hier los ist. Okay. Also es geht um einen Brief. Der nicht hier liegt, der liegt wahrscheinlich irgendwo hier. Auf diesem Table? Ups. Nein, ein anderer. Aber auch gut. Ein erschütternder Skandal in der High Society. Der berühmte und begnadeter Archäologe, der Stolz unserer Nation, Sir Rodney Bencliffe, wurde ermordet aufgefunden. Das Verbrechen ereignete sich in den Thermen in Strand Lane, an jenem Ort, als an dem der Archäologe seine neuesten Ausgrabungsarbeiten begonnen hatte. Doch das eigentlich Schockierende an diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys führenden Freund und Partner Percival Blinkhorn verübt wurde. Für dieses Verbrechen kann nichts als die Todesstrafe in Frage kommen. Alles klar, wir wissen also, dass wir Sir Blinkhorn somit wahrscheinlich hängen werden. Aber gut, hey, es war ein Mord und das war halt damals die Strafe dafür. So, ein Brief auf dem Tisch. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Wird erledigt. Da ist der Brief. Okay, Baker Street, 221b, London, Sherlock Holmes. Mit einem schönen Siegel. A wax seal with the monogram EB. Was haben wir noch? Brackenstall. The Brackenstall family coat of arms. Okay. Aber mehr... I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Alles klar. Gut. Abbey Grange, Marsham, Kent. 3:30 Uhr. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zur Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, da Sir Eustace, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll, Inspector Lestrade. Alles klar, das scheint eilig zu sein. Da sollten wir uns dringend drum kümmern. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in.
Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Okay, dann sollten wir da auch unverzüglich hinreisen. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Alles klar. Gut. Also, wir schauen uns mal ein bisschen um. Auf jeden Fall sieht hier alles sehr prunkvoll aus. Gefällt mir. Die haben auf jeden Fall Geld, wie es halt schon davon die Rede war. Sir Warthen Brackenstall. Lord Brigham Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. Die ganze Familie hängt hier. Oh. Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Alles klar, dann schauen wir uns einfach mal um. Da haben wir schon unsere Lady. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Puh. Okay. Sieht ja auch ein bisschen übel aus, muss man mal sagen. Also soweit ist die Geschichte ja erstmal glaubwürdig.
Ist halt nur die Frage, ob wirklich das diese komischen 3 Personen waren, die anscheinend schon mehrere Taten gemacht haben. Aber wir analysieren sie erstmal. Gut, hier sollten wir auf jeden Fall die frische Verletzung finden. Blasse Wangen. Elegantes Kleid. Ehering. Und hier haben wir noch irgendwas sehr Merkwürdiges. Alte Verletzung. Mhm. Dann geht es weiter. Ah, hier. Okay. Australische Herkunft. Okay, dann fangen wir an mit... Wurde etwas gestohlen? Did these 3 villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Mhm, das werden wir auch gleich mal machen. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Schon wieder ein Betrunkener. Q. Sonst nichts als Aussage. Alte Verletzung. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Okay, gut. Also sie ist nicht unbedingt traurig über den Tod ihres Mannes, weil es anscheinend eine grausame Ehe war. Aber wir machen erstmal weiter mit der Theresa. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Certainly, sir. Gut. Was hat sie denn an sich? Altersverhalten. So alt sieht sie jetzt nun doch nicht aus, oder? Na gut. Flecke, die sind wohl uninteressant. Ist fürsorglich. Ich denke einfach nur, sie hat ihren Job gemacht. Arbeiterhände. Kaffeefleck. Okay. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Gut, viel weiß sie anscheinend nicht. Das ist schade, das war mir persönlich zu wenig. Okay, wir schauen uns einmal so um. Hier haben wir was Schönes. Ah, da sind die beiden zu sehen. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port. But which one? Teresa sieht etwas rein gefotoshoppt aus. Gut. Dann schauen wir uns noch mal an, wann das war. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Schub, einfach klauen das Ding. Okay. Times, sehr schön. Das Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenderen Häusern in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur, allerdings wurden bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit
geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien Sie auf der Hut und möge Ihre Wertgegenstände sicher sein. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Okay, könnte ja 2 Sachen bedeuten. Entweder es waren sie wirklich oder die gute Dame denkt sich hier irgendwas aus und konnte eine so genaue Beschreibung abgeben, weil sie es halt so exakt in der Zeitung gelesen hat. Müssen wir gucken. Gut. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier mit dieser Spezialsicht sehen. Oh. These scratches are most definitely made by the picture frame. Was steckt wohl hinter dem Bild? Shrink? Ein This Safe. is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Ich sehe schon, dass wir den knacken müssen. Na gut, wir sprechen einfach mit ihr. Der Safe. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Gut. Let us try to open this safe. War ja klar. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Okay. Ich hab nicht aufgepasst, Mist. Bin ich schon zu weit? Okay. Das bestätigen wir. Ach, dann ist das doch gar nicht so schlimm. Ach so, okay. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Bing. Okay. Wir haben hier einiges an Geld und einen Brief. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Aber das Geld ist trotzdem noch da, auch wenn es keine Herausforderung ist. Okay, Sir Eustace? Ich krieg den Namen nicht hin, ich habe nicht aufgepasst, tut mir leid. Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten sie stark blutunterlaufene Augen und ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Er will wohl sagen, dass er immer eine Fahne hat. Oder? Bestimmt. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen Sie mir berichten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Das gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlte
sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Okay, also der gute Mann hat aufgrund des Alkohols, wie soll ich sagen, er war kurz davor schon zu sterben im Grunde. So, dann sprechen wir gleich. Oh, what a horrible Schade. thing to have happened. Mit ihr können wir darüber vielleicht sprechen. Nee, aber darüber, das ist auch wichtig. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Okay, also gab es eine gewisse Abhängigkeit an der Stelle. Okay, hier sind wir durch. Können wir mit Lestrade einmal sprechen.